Die gegenwärtigen weltweiten Ungleichheiten beflügeln Migration und Migration aber führt in den Ankunftsländern und den Herkunftsländern wiederum zu Verteilungskonflikten. Mein Name ist Thomas Feist, ich bin Professor an der hiesigen Fakultät für Soziologie der Universität Bielefeld und beschäftige mich schwerpunktmäßig mit den Themen internationale Migration im Zusammenhang von Bildung, Arbeitsmarkt, Politik und Klimawandel. Die Flüchtlingsbewegungen, die wir heute sehen, speisen sich aus einer Vielzahl von Konflikten, wie zum Beispiel Bürgerkriegen. Sie sind aber auch eine Folge von wirtschaftlichen Krisen, also Bürgerkriege etwa in Syrien, wirtschaftliche Krisen in manchen westafrikanischen Ländern. Aber nicht zu vergessen ist auch schon der Klimawandel, der ganz, ganz stark wirkt in vielen Teilen der Welt. Das wird oft übersehen. Insgesamt haben wir heutzutage etwa 60 Millionen Flüchtlinge laut den Vereinten Nationen. Dieses sind Flüchtlinge, die international über staatlichen Grenzen hinweg geflohen sind. Über 85 bis 90% dieser Flüchtlinge bleiben in ihren Herkunftsregionen, also im globalen Süden, in dem, was früher als Dritte Welt oder Entwicklungsländer bezeichnet wurde. Nur ganz wenige kommen zu uns. Das wird oft vergessen. Nehmen Sie zum Beispiel die Einkommensverteilung in der Welt. Im Jahre 1870 war die Einkommensverteilung zu 50% bestimmt durch die Klassenlage, also ob man ein Unternehmer war oder ein Arbeiter. Und nur zu etwa 10% dadurch, wo man geboren war. Also die Einkommensunterschiede zwischen Afrika und Europa waren gar nicht so groß. Im Jahr 2000 hat sich das genau umgekehrt. 50% der Einkommensunterschiede auf der Welt bestimmen sich daraus, wo ich geboren bin oder lebe. Und nur etwa 20% daher, ob ich ein Kapitalist oder ein Arbeiter bin. Oft wurde gesagt, da gibt es einen Brain Drain, einen Verlust an Gehirnen. Vielleicht nicht nur einen Brain Drain, aber auch einen Brawn Drain, einen Verlust an Muskeln. Nicht? Das Gegenargument war immer zu sagen, ja, es gibt aber finanzielle Rücküberweisungen gerade dieser Person in die Heimatländer. Und tatsächlich, was wir feststellen, dass diese Rücküberweisungen bei der Armutsbekämpfung eine gewisse Rolle spielen, allerdings nur eine sehr geringe Rolle im Hinblick darauf, wie sich die Wirtschaft des Landes entwickelt. Also man muss da vorsichtig sein. Rücküberweisungen von Migranten tragen nicht zur Gesamtentwicklung des Landes in einer entscheidenden Weise bei. Viel wichtiger sind da Strukturreformen, Agrarreformen in den Herkunftsländern selbst. Manche, gerade der rechtspopulistischen Bewegung, sagen, Gleichheit darf es nur geben für Bürger und Bürgerinnen. Die anderen müssen sozusagen draußen bleiben, überspitzt gesagt. Es gibt also durchaus die Vorstellung, dass wenn wir die Gleichheit unter Bürgern behalten wollen, dass dann die anderen, die noch nicht Teil von uns sind, die noch im Ausland sind, die kommen wollen oder die wir jetzt an der Grenze stehen, wie zum Beispiel zwischen Griechenland und Mazedonien in diesen Tagen, dass diese Menschen nicht dazugehören. Es gibt also sozusagen eine Spannung zwischen den Bürgerrechten einerseits, die Gleichheit für alle Bürger bedingen, und den Menschenrechten. Den Menschenrechten, dass man Menschen helfen muss, die in Not sind und die getötet werden können, ansonsten, wenn man sie nicht aufnimmt. Und diese Spannung ist eigentlich genau das, was Migration zu einem so politischen und politisierbaren Thema macht. Wirtschaftsflüchtlinge nannte man früher Arbeitsmigranten. Jedes Mal, wenn man Menschen braucht für den Arbeitsmarkt, sagt man, oh, Arbeitsmigranten sind willkommen. Das war in den 60er Jahren so, als Deutschland und andere mitteleuropäische und westeuropäische Länder Arbeitsmigranten aus den südeuropäischen Staaten, Italien, Portugal, Spanien, aber eben auch aus der Türkei, ja sogar aus Marokko angeworben haben. In Zeiten, in denen diese Arbeitsmigranten nicht so willkommen sind, aus politischen Gründen etwa, indem man sagt, ja, unsere Arbeitslosigkeit ist schon sehr hoch,
sind diese Menschen dann plötzlich Wirtschaftsflüchtlinge. Oft ist es so, dass man eine Faustregel anwenden kann. Und die Faustregel besagt, es ist ganz klar nachweisbar, dass in der Regel die aufnehmenden Länder, gerade wenn es sich um Arbeitsmigration handelt, garantiert davon profitieren, während es nicht so sicher ist, ob die Sendeländer davon profitieren, über Rücküberweisungen hinaus. Warum sage ich das? Nehmen Sie das Beispiel Deutschland, das Jahr 2012. Im Jahr 2012 haben Migranten, die noch nicht deutsche Staatsbürger waren, also rechtlich gesehen Ausländer, im Durchschnitt pro Kopf 3.300 € mehr an Steuern erbracht, als sie gekostet haben. Bisher, kann ich nur sagen, in der Geschichte der Bundesrepublik waren Migranten immer mit einem Nettovorteil des deutschen Steuerzahlers verbunden. Aber nicht nur des deutschen Steuerzahlers, auch der deutschen Unternehmer vor allen Dingen.